Ich habe alles verkauft, bin um die Welt gereist und schließlich an einem Ort gelandet, den viele Menschen als das Paradies bezeichnen würden. Moria. Türkisfarbenes Wasser, gewaltige Berge, Palmen, Wärme, Freiheit. Ich hatte mir damit einen lang ersehnten Traum erfüllt, aber ausgerechnet im Paradies habe ich etwas verstanden, das meine Vorstellung von Erfolg ja von meinem ganzen Leben vollständig verändert hat. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken, wenn ich endlich woanders leben könnte, wäre alles leichter. Wenn ich mehr Sonne hätte, mehr Natur, mehr Freiheit, weniger Stress, wenn ich am Meer leben würde oder weniger Verpflichtungen hätte, dann würde so mein eigentliches Leben beginnen. Und ich kenne diese Sehnsucht sehr, sehr gut. Auch ich wollte herausfinden, ob es noch eine andere Art zu leben gibt, eine freiere, eine natürlichere und lebendigere Art als das Leben, was wir in der modernen Gesellschaft leben und wo wir quasi hineingepresst werden. Also habe ich Anfang 2025 eine radikale Entscheidung getroffen. Ich habe alles verkauft, habe mich von meinem Beruf gelöst, von meinem Haus, von meinem Auto, von vielen weiteren Sicherheiten. Ich habe mein altes Leben quasi vollkommen beendet und bin einfach mit 2 Rucksäcken auf Weltreise gegangen. Und nicht nur, weil ich andere Länder sehen wollte. Ich war auf der Suche nach etwas, das ich damals noch nicht richtig benennen konnte. Ich wollte wissen, wie muss mein Leben aussehen, damit es sich wirklich nach mir, nach einem tollen und erfüllten Leben für mich anfühlt. Und ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt bereits intensiv mit Gesundheit, mit dem Menschen, mit dem Menschsein beschäftigt. Ich bin zertifizierter Gesundheitsberater und habe bis dato auch schon was Wichtiges erkannt. Menschen funktionieren nicht alle gleich. Was dem einen Kraft gibt, kann den anderen erschöpfen. Was für den einen Sicherheit bedeutet, das fühlt sich für den anderen an wie ein Gefängnis. Und was für den einen Menschen Erfolg ist, kann sich für den anderen wie ein völlig falsches Leben anfühlen. Und trotzdem versuchen wir gesellschaftlich ständig dieselben Antworten auf vollkommen unterschiedliche Menschen anzuwenden. Und das ist ein Problem, denn wir haben nicht dieselbe Vorstellung von Erfolg, dieselbe Lust zu arbeiten, dieselbe Vorstellung von Beziehung, dieselbe Disziplin für Routinen. Wir haben noch nicht mal dieselben Ideen davon, was ein gutes und erfülltes Leben sein soll. Und dennoch werden wir gesellschaftlich quasi in so ein Korsett hineingepresst, das mehr oder weniger allen passen soll. Was, wenn wir aber in uns eine Art inneren Code besitzen, wo geschrieben steht, welche Bedürfnisse, welche Begabungen, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Widersprüche in uns vorhanden sind. Und solange wir diesen Code nicht kennen, fühlen wir das eine und tun aber dann das andere, weil unser Verstand gelernt hat, sich ständig anzupassen und vor allem, wie wir uns gesellschaftlich zu verhalten haben. Wir vertrauen also unserem Verstand anstatt unserem Gefühl. Und das ist ein Problem, weil unser Verstand sich immer an die äußeren Umstände oder Zustände klammert, an die äußeren Regeln, an die äußeren Anforderungen. Unsere Gefühle haben jedoch Zugang zu unseren wahren Bedürfnissen, zu unseren inneren Zuständen und damit auch ansatzweise zu diesem quasi inneren Code. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Gefühl sagte mir damals, ich will nach Französisch-Polynesien. Aber mein Verstand, der funkte mir immer dazwischen. Er sagte, der Flug ist zu lang, die Preise sind zu hoch, es zahlt sich nur aus, wenn man länger bleibt. Das war ein guter und ich kann gar nicht so lange bleiben. Und was, wenn genau dann schlechtes Wetter ist? Und der Beste war, Kroatien ist auch schön. Und ich habe das so lange gefühlt und noch länger nicht gemacht. Erst eine persönliche Krise und der Wille, mein Leben zu leben, der hat mich schlussendlich dann doch nach Französisch-Polynesien und Moorea geführt. Und dieser Ort ist tatsächlich außergewöhnlich. Die mächtigen grünen Berge, die Lagune, das Licht, die Pflanzen, das Meer, die Energie dieser Insel. Wow, diese Natur, die ist dort einfach nicht nur eine schöne Kulisse, sie ist ständig präsent und spürbar. Man kann sich dieser Anziehung kaum entziehen. Und auf Moorea
da wurde mein Leben auch langsamer. Vieles, was vorher wichtig war, verlor plötzlich an Bedeutung. Ich habe 9 Monate dort gelebt und es war, als wäre ich quasi in einer anderen Dimension gelandet. Und durch die Arbeit mit einer Maui-Heilerin, also Maui nennt man dort die indigenen Völker aus dieser Gegend, durch die Arbeit mit ihr und mit ihrer Weisheit und auch Naturverbundenheit lernte ich einen völlig neuen Zugang zum Leben kennen. Ein Weltverständnis, das mein Leben zutiefst bereichert hat. Und ich erzähle gleich mehr darüber, aber vorher will ich noch zu meiner Erkenntnis über den Ortswechsel kommen. Ja, es ist ein Paradies dort, aber auch an wunderschönen Orten bleiben Menschen unzufrieden. Auch unter Palmen gibt es Einsamkeit, Konflikte, Ängste, finanzielle Sorgen und auch Orientierungslosigkeit. Ein Paradies kann uns Ruhe schenken. Es kann uns auch Abstand geben. Es kann uns auch daran erinnern, dass eine völlig andere Art zu leben möglich ist. Aber ein Ort kann dir nicht sagen, wer du bist. Er kann dir diese Begegnung höchstens ermöglichen. Aber ein Ort allein kann dich nicht glücklich machen, auch wenn er noch so schön ist. Denn wir leiden nicht nur an unseren Umständen. Wir leiden daran, dass unser äußeres Leben nicht mit unserem inneren Wesen übereinstimmt. Lass mich das nochmal sagen, weil es so bedeutend ist. Wir leiden daran, dass unser äußeres Leben nicht mit unserem inneren Wesen übereinstimmt. Und jeder Tag, wo wir nicht daran arbeiten, diese eigentliche Übereinstimmung zwischen Innen und Außen herzustellen, kostet uns an Lebensfreude, an Lebendigkeit und damit schlussendlich auch an Gesundheit. Und Morea und die Maui-Heilerin, die haben mir gezeigt, was mein inneres Wesen ist und wie ich es mit der Außenwelt in Übereinstimmung bekommen kann. Und das hat mein Leben zutiefst berührt. Es hat mein Leben auch zutiefst bereichert, sodass ich dort insgesamt 9 Monate verbracht habe und eine Methode entwickelt habe, dieses Geschenk, was ich bekommen habe, auch mit anderen zu teilen. Und das nenne ich den Alethics Code. Und Alethics, das habe ich vom altgriechischen Begriff für Wahrheit abgeleitet, also Aletheia. Und somit heißt es übersetzt der Code deiner Wahrheit. Und das ist genau das, was unsere moderne Gesellschaft jetzt braucht und wahrscheinlich auch im kommenden KI-Zeitalter noch viel mehr brauchen wird. Denn umso mehr wir ein äußeres Leben leben, das nicht in Übereinstimmung mit unserer eigenen Wahrheit ist, desto unzufriedener, desto unglücklicher und desto kranker werden wir. Und das ist auch der Grund, warum wir in der modernen Gesellschaft alles im Außen haben können und dennoch nicht zufrieden sind. Ich meine, ist dir das schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die materiell alles haben und dennoch nicht zufrieden sind? Warum wir auch die beste Medizin entwickeln können und als Gesellschaft trotzdem immer ungesünder werden. Einen tieferen Einblick in meine Arbeit bekommt ihr in der Videobeschreibung unten und auf meiner Website alethics.com. Aber um zu erklären, was auf Morea genau geschah, muss ich ungefähr 5 Jahre zurückgehen. Bitte lasst doch noch ganz kurz ein Like und ein Abo da, falls dir meine Gedanken und meine Arbeit auf irgendeine Art und Weise Mehrwert geben. Da danke ich dir vielmals, aktiviere auch die Glocke, dann bekommst du alle neuen Videos vorgeschlagen. Damals wollte ich den Sinn meines Lebens herausfinden und ich bin auf ein altes keltisches Ritual gestoßen, habe das auch in den Wäldern von Österreich gemacht und da begann ich zum ersten Mal Texte und Symbole wahrzunehmen und auch niederzuschreiben, die ich zunächst gar nicht verstanden habe. Ich hatte auch nicht geplant, ein System oder eine Methode zu entwickeln, um den Sinn des Lebens zu entdecken, aber die Informationen, die waren plötzlich während eines Rituals da. Ich wusste nur nicht, was sie bedeuteten. Also begann für mich eine 5-jährige Reise oder Suche. Ich untersuchte diese Zeichen, die Symbole und beschäftigte mich mit unterschiedlichen Sichtweisen auf den Menschen. Ich beschäftigte mich mit Psychologie, mit Gesundheit. Und ich machte in der Schweiz dann eine Ausbildung zum zertifizierten Gesundheitsberater und spezialisierte mich auf Salutogenese. Salutogenese beschäftigt sich damit, wie Gesundheit natürlich erhalten bleibt und auch wieder entstehen kann. Aber erst als ich nach Morea kam und
von der Maui-Heilerin dann die polynesische Weisheitslehre sozusagen lernte, verstand ich auch, wie sehr Gesundheit mit unserer Lebensfreude und mit unserer Lebendigkeit zusammenhängt und wie Lebensfreude und Lebendigkeit durch die Übereinstimmung vom äußeren Lebensstil und unserem inneren Wesen entsteht. Und unsere moderne Gesellschaft, die produziert Unzufriedenheit, kann man sagen, weil wir entweder täglich einen Job machen, der uns nicht wirklich direkt Lebensfreude und Lebendigkeit schenkt, oder auch in einer Beziehung oder Partnerschaft stecken, die dies irgendwann ebenfalls nicht mehr tut, oder wir unser ganzes Leben so gestalten und anpassen, damit es uns zwar im Außen gut geht, aber dafür oft unsere wahren inneren Bedürfnisse, unser inneres Wesen, also die Wahrheit, die in uns steckt, unterdrücken. Und dann nimmt die Lebensfreude und Lebendigkeit immer mehr ab. Und das passiert so schleichend, dass wir es gar nicht merken. Wir müssen uns diese Lebensfreude dann in besonderen Momenten, wie Urlaub zum Beispiel oder gutes Essen, ein guter Film, gute Serien oder anderen Kicks dann zurückholen. Das Problem ist nur, dass dieser Kick immer nur ganz kurz anhält. Und ich lernte die Natur in Morea nicht nur als etwas zu betrachten, das uns umgibt, sondern als etwas, mit dem wir verbunden sind. Also der Mensch, der steht nicht getrennt außerhalb des Lebens, wir sind Teil davon. Unsere Beziehungen, unser Körper, unsere Entscheidungen, auch unsere Krisen und selbst die Dinge, die sich in unserem Leben immer wiederholen, die existieren nicht vollkommen isoliert voneinander. Also alles wirkt aufeinander und miteinander. Und das Leben spricht sogar mit uns. Das hört sich jetzt vielleicht abstrakt an, aber es ist auch keine Stimme aus dem Himmel oder so, aber das Leben spricht mit uns durch unsere Freude, durch unsere Widerstände, durch Erschöpfung, durch Konflikte, durch Sehnsucht, durch Wünsche, durch immer wiederkehrende ähnliche Situationen und Herausforderungen und durch Momente, wo das Leben uns vor vollendete Tatsachen stellt oder in denen wir selbst spüren, ich muss etwas verändern. Und ich lernte diese Sprache des Lebens von der polynesischen Weisheitskultur und war verblüfft, wie sehr es mir geholfen hat, mein eigenes Leben zu verstehen und schlussendlich damit auch zu meistern. Und daher übersetzte ich diese Weisheit in ein einfaches System, womit jeder in der modernen Welt arbeiten kann. Denn nicht jeder kann auf eine einsame südpazifische Insel reisen und mit einer Maui-Heilerin arbeiten. Und das ist der Alethics Code, der Code deiner Wahrheit. Denn was ich lernen durfte, ist, dass es nicht die eine Lebensform gibt, die für jeden Menschen richtig ist. Manche Menschen brauchen Freiheit und Bewegung, andere brauchen tiefe Wurzeln. Manche wollen eine große öffentliche Aufgabe erfüllen und andere finden ihr Glück in Familie, Gemeinschaft, Kreativität oder einem stillen Leben in Verbindung mit der Natur vielleicht. Das Problem beginnt nur, wenn wir ein Leben führen, das zwar nach außen richtig aussieht, aber unseren natürlichen Kräften widerspricht, unseren inneren natürlichen Kräften. Und der Alethics Code betrachtet dafür 12 Lebensbereiche und verbindet diese Bereiche miteinander. Und in jedem Lebensbereich zeigt er dir, was du konkret tun kannst, um darin natürlich zu gedeihen, also erfolgreicher, gesünder und glücklicher zu sein. Denn ein Mensch kann beruflich erfolgreich sein und sich trotzdem innerlich verloren fühlen. Er kann spirituell viel verstehen und gleichzeitig seine Finanzen oder seinen Körper vernachlässigen. Er kann auch in wunderschönen Beziehungen leben und trotzdem seine eigene Identität verlieren. Also unser Leben besteht nicht aus getrennten Schubladen. Es ist ein lebendiges System aus 13 miteinander verknüpften Lebensbereichen. Bedeutet das jetzt, dass es vollkommen egal ist, wo wir leben? Nein. Unsere Umgebung, die hat tatsächlich einen gewaltigen Einfluss auf uns. Und manche Menschen blühen
in einer Großstadt auf, andere brauchen Stille, Weite und Natur. Manche wollen auf einer einsamen Insel leben oder auf einer kleineren Insel und andere möchten in der Nähe von ihrer Familie sein oder sonst wo. Aber die schönsten Orte der Welt können dich nicht erfüllen, wenn du deine Wahrheit nicht kennst. Wenn du erwartest, dass ein Ort deine innere Wahrheit für dich erschafft, dann wirst du womöglich enttäuscht. Wenn du aber deine eigene Natur immer besser kennst, kannst du deinen Ort bewusst wählen, der diese Natur unterstützt. Und das ist das Geheimnis. Also jeder Ort hat eine bestimmte Qualität und wenn diese Qualität zu deinem inneren Wesen, also zu deiner Natur passt, dann wirst du auch glücklicher. Wenn der Ort nicht zu deiner Natur passt, dann kannst du auch im Außen alles haben und dennoch unzufrieden und unglücklich sein. Und deswegen habe ich Alethics Relocation ins Leben gerufen, wo ich Menschen helfe, die Urqualität eines Ortes mit ihrem wahren Wesenskern zu analysieren, also beide übereinander zu legen und zu schauen, wie sehr passen die zusammen. Also nach Übereinstimmungen und auch nach Widersprüchen zu suchen, beziehungsweise dann auch Orte zu finden, die mit der wahren Natur oder deiner wahren Natur übereinstimmen. Und dann ziehst du nicht weg, um vor deinem Leben zu fliehen, sondern dann entscheidest du für dich eine Umgebung, die dein Leben, deine Persönlichkeit und dein Glück wachsen lässt. Und vielleicht entdeckst du dabei, dass Morea genau der Ort für dich ist. Oder vielleicht ist es aber auch Berlin, Wien, Bali oder ein Dorf irgendwo in den Bergen oder genau vielleicht die Stadt, wo du bereits lebst. In der Videobeschreibung, da findest du auf jeden Fall einen Link auch zu Alethics Relocation. Und falls dich das Thema Ortswechsel interessiert und du einen Ort finden möchtest, der gerade das Beste aus dir herausholt oder der dir hilft, deine aktuelle Herausforderung zu meistern, dann schau mal in diesen Link. Und ich möchte dir jetzt noch 3 Fragen mitgeben, damit dieses Video eine nachhaltige Bereicherung für dein Leben hat. Also schreib dir kurz diese Fragen auf und trage sie vielleicht die nächsten Tage mit dir herum. Also du musst sie nicht gleich beantworten. Erstens, in welchem Bereich deines Lebens funktioniert äußerlich alles, aber innerlich fühlt es sich trotzdem nicht ganz nach dir an? Zweitens, welche Entscheidung würdest du treffen, wenn du niemanden beeindrucken und keine Erwartungen erfüllen müsstest? Und drittens, wann fühlst du dich so lebendig, dass du für einen Moment nicht darüber nachdenkst, wie du sein sollst, wann du einfach bist? Trag diese Antworten mit dir herum die nächsten Tage und also schreib die Antworten nicht sofort heraus, sondern trag sie vielleicht ein wenig herum mit dir, nimm dir Zeit. Beobachte auch, wie dein Körper darauf reagiert, was sich in deinem Umfeld tut, welche Freunde dir gerade begegnen, dir vielleicht passende Fragen dazu stellen. Das Leben ist so miteinander verflochten, dass einige interessante Dinge passieren können. Und genau das ist die Sprache des Lebens. Also vielleicht spricht das Leben ja schon längst mit dir. Nicht um dir irgendwie vorzuschreiben, wer du sein sollst, sondern um dich einfach daran zu erinnern, wer du bereits bist. Ich dachte lange, meine Reise würde mich zu einem Ort führen, an dem alles richtig ist. Doch Morea schenkte mir eigentlich etwas anderes. Nicht die endgültige Antwort darauf, wo ich leben muss, sondern ein tiefes Verständnis dafür, wie ich leben möchte. Und wenn du das auch willst, dann starte heute deinen aletischen Weg. Also wie ich ihn nenne, den Weg deiner Wahrheit nach Aletheia. Und ein Abo von diesem Kanal hilft dir auf jeden Fall, mehr Videos zu diesem Thema deiner Wahrheit und auch den richtigen Ort zu finden. Und wenn du noch schneller vorankommen möchtest, dann können wir auch gemeinsam daran arbeiten. Und du findest mehr Infos auf www.alethics.com. Und damit wünsche ich dir noch aletische Grüße und möge das Mana, die polynesische Lebenskraft, mit dir sein.